Hallo, mein Name ist Glenn Miller. Mit dem nächsten Videoclip hier, wo abgeht, würde ich gerne etwas erzählen von einer zweiten Erfahrung, die ich gemacht habe, nachdem dass ich mit 18 den festen Entscheid getroffen habe, den Weg mit Jesus zu gehen. Und es so gesehen, dass nach 14 Tagen, wenn ich noch einmal in den Gottesdienst gegangen, habe ich die Predigt hören, dabei sein. Und dann nach der Predigt bin ich vorgegangen, für mich zu beten, von den Heiligen Geist empfangen. Was bedeutet der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist genau der, wo Jesus erzählt hat, seine Jünger, und gesagt hat, los, wenn ich im Himmel gehe und zum Vater zurückgehe, werde ich euch nicht allein lassen. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken, der euch wieder die Kraft geben, auch beistehen und euch trösten in eurem Alltag. Und als ich für mich gebetet habe, habe ich effektiv den Heiligen Geist empfangen und bin ich heimgegangen. Und dann mein Leben hat in der kurzen Zeit angefangen, sehr stark zu verändern. Und es war, ich werde jetzt in diesem Videoclip 2 Beispiele, Hauptthemen, Hauptpunkte erzählen, was es gegangen ist. Und die 2 Ereignisse sind das, was mein Leben sehr stark geprägt hat, auch von den letzten 30 bis langsam 40 Jahren seit der Entscheid. Der erste war, Gott hat mir die Augen aufgetan, dass ich in der unsichtbaren Welt sehen darf. Und dann habe ich angefangen, die Dämonen gesehen. Aber nach einer gewissen Zeit von den Dämonen und der ganzen Aktivität hat es mich angefangen zu beschäftigen. Habe ich jetzt schon schön gefunden. Dann habe ich angefangen mit Gott reden und Jesus und gesagt, Herr, wenn es wirklich von dir ist, dass ich die Dämonen sehen sollte, dann würde ich auch gerne den Engel sehen. Sonst brauche ich es nicht unbedingt. Und ich habe eine Gebetserhörung erlebt, dass Gott in der kurzen Zeit hat angefangen, meine Augen aufzutun. Habe ich den Engel angefangen gesehen, den Dämonen gesehen und sogar Jesus gesehen, der in ein Zimmer reinkommt, für etwas zu machen. Das hat mein Leben hingeprägt. Hat es lange gebraucht, um ein bisschen daran zu gewöhnen, wie ich umgehe damit in meinem Alltag. Das zweite Ereignis, das passiert ist vielleicht 2 Jahre später, habe ich an einem bestimmten Abend nach dieser kleinen Studiowohnung in Amerika in Baton Rouge, Louisiana, bin ich runtergeknäult, auf die Knie gegangen, habe ich etwa 2 Stunden Stille vor Gott, einfach wartet auf Gott und Zeit mit ihm verbringen. Und nach etwa 2 Stunden von dieser Stille, plötzlich tut Gott anfangen mit mir reden und sagt, Glenn, ich werde deine geistliche Unterscheidung verstärken. Und als er das gesagt hat, habe ich gewusst, was er gemeint hat, habe ich intuitiv ein bisschen gewusst, ein Glück habe ich es nicht gewusst. Und bin ich aber sehr froh und habe ich mega Freude gehabt, dass etwas gegangen ist. Wie das hat angefangen auswirken, tue ich jetzt erzählen mit 2 Beispielen, die passiert sind, nur dass man einen kleinen Einblick hat in dieser Kraft mit dem Heiligen Geist und dem Leben mit ihm, was alles passieren kann im Alltag. Der erste würde ich gerne erzählen, in der gleichen Gemeinde, wo ich war, wo ich den festen Entscheid getroffen habe, Jesus nachzugehen, mit 18, auch was sie für mich gebetet haben, dass ich den Heiligen Geist empfange, bin ich in dem Gottesdienst noch einmal dort. Und es war so, während der Predigt in einem bestimmten Gottesdienst, habe ich plötzlich als Teilnehmer sehen, in der unsichtbaren Welt, und gesehen, wie die Atmosphäre in der Gemeinde plötzlich verändert hat. Und als es verändert hat, plötzlich habe ich gesehen, dass unsere Gemeinde am Radio ist, dass wir quasi im Radio eine Predigt haben abgehalten, aber auf einer Radiosendung von dieser Gemeinde. Und es war so, dass nach dem Gottesdienst bin ich zu unserem Pastor gegangen, der Pastor Silcox, und ihm erzählt, was ich gesehen habe. Und ihm erzählt, dass er ja gesehen, dass wir sind im Radio und haben eine Radiosendung. Und zu dieser Zeit, es war gar nicht der Rede gewesen, da hat es mir nicht so, wo wir glauben fast, hat es mir gedacht, aber er hat es gleich entgegengenommen, einfach genickt. Und dann ist es natürlich für ihn erledigt gewesen, ein bisschen weit. Aber lustigerweise, nach 2 Jahren, erstes passiert, habe ich bereits die Gemeinde gewechselt, in eine andere Gemeinde, wo Gott mich geführt hat. Plötzlich bin ich auf der Autobahn gewesen, in dem Auto am Fahren, habe ich das Radio angelassen und plötzlich kam zum Radio eine Sendung mit der Sendung von dieser Gemeinde und der Pastor Silcox ist um Predigen gewesen. Und das hat mir mega stark gedacht, dass der Heilige Geist mir das gezeigt hat und es nachher passiert ist, nach diesen 2 Jahren. Und es ist genau das, was Jesus auch gesagt hat, der Heilige Geist kommt und er wird uns zeigen, Sachen, die kommen. Die andere Erfahrung ist passiert, dass ich in dieser neuen Gemeinde, wo ich gegangen bin, habe ich angefangen, Leute kennen und habe ein Ehepaar kennen, aber nur in der Gemeinde.
Ich habe sie nicht näher gekannt. Und sie hat mich gleich mal eingeladen, für das Nachtessen bei ihr daheim. Und das ist etwas auch, was ich nie vergessen werde. Es war so ein Montag am Abend. Bin ich hergegangen für das Essen dort. Und wir sind alle am Tisch gehockt in der Küche. Und dort hat wieder der Mann, seine Frau und 2, 3 Kinder und ich bin noch allein stehend drin. Und haben wir das Nacht gegessen. Das war fein. Und nach dem Nachtessen ist der Mann von dieser Frau mit mir rübergegangen in der Stube, um zu berichten zusammen. Und sie jetzt die Kinder ins Bett tun und in der Küche fertig abwaschen. Und danach hat sie uns auch dazu gestossen. Und währenddem, dass sie mit diesem Mann in der Stube gehockt, ist Folgendes passiert. Kaum haben wir angefangen zu reden, es ist nicht so lange gegangen, vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, ich weiss es nicht, ist plötzlich auf einmal wie eine Wolke in die Stube reingekommen. Und diese Wolke hat ausgesehen wie Nebel. Und plötzlich, als das Nebel kam, habe ich intuitiv gewusst, dass die Gegenwart von Gott. Und dann zugleich über ihn habe ich einfach eine Vision bekommen, etwas über sein Leben. Und nicht gewusst, was ich gerade anfangen sollte. Ich habe gesagt, ich warte schnell. Das habe ich nichts gesagt, nicht den gleichen Tag. Dann, nach etwa 20 Minuten länger, ist der Wolke, der Nebel, noch mehr geworden, ist noch stärker präsent. Und die Vision ist ebenfalls stärker geworden über den Mann, als wir geredet haben. Und dann habe ich immer noch nicht den gleichen Tag weitergeredet. Und dann ist seine Frau dazugestossen, angehöckelt. Und noch einmal, innerhalb etwa 20 Minuten, zum 3. Mal, ist der Wolke, die Herrlichkeit von Gott, wie ein Nebel hat ausgesehen, hat es noch einmal sich verstärkt. Und dann ist es so weit gekommen, dass der Nebel, der Wolke, die ich gesehen habe, ist so stark, habe ich von Leuten Herrlichkeit in der Gegenwart von Gott den Leuten fast nicht mehr gesehen. Nur mehr über sie auch, hatte ich auch eine Vision gehabt, beide. Und das ist so stark, die Vision habe ich gesehen, aber die fast nicht mehr. Dann bin ich auf die Idee gekommen, ich glaube langsam, Gott wird etwas machen. Und dann habe ich den Mann auf der Seite genommen. Ich dachte, ich gehe den Dienstweg natürlich, mit dem Mann anfangen. Und erzählt, was Gott mir gezeigt hat. Das tue ich vielleicht in einem anderen Video, in einem anderen Clip, im Detail mehr erzählen, was alles dort passiert ist. Aber es hat total gestimmt. Dann hat es bestätigt. Dann, als wir seine Frau auf der Seite genommen haben, hat Gott mir gezeigt, und das tue ich hier auch erzählen, dass sie ein Unterleibproblem hat. Und als ich das gesagt habe, wegen dem Unterleibproblem, hat sie gerade bestätigt und Freude gehabt und gesagt zugleich, ja, das kannst du nicht wissen. Du bist nicht einmal geheiratet und du bist so jung. Aber das ist genau der Fall. Und lange Rede, kurzer Sinn, haben wir angefangen, für seine Frau zu beten. Das heisst, der Mann hat seine Hand auf ihr Bauch gelegt. Ich habe noch hinten dran gestanden, angebetet. Und in dem Moment, als wir gebetet haben, habe ich gesehen, wie ein Engel gekommen ist. Und hat den Bauch berührt, genau dort, wo der Mann seine Hand drauf hatte, hat der Engel angefangen, dort in diesem Bereich angefangen zu wirken. Und es war nach dem Gebet, nach 3 Tagen, habe ich ein Telefon bekommen, seine Frau ist geheilt. Und wenn man so etwas wie das erlebt, einfach zu sehen, in dieser unsichtbaren Welt, Engel erleben, die Kraft Gottes erleben, Visionen erleben, ich muss sagen, das hat mein Leben ganz stark verändert. Und das ist aber ein bisschen der Start von meinem Beziehung mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, und der Kraft, die da drin steckt, wie er uns heute im Alltag begleitet, mit uns reden und Begegnungen schenken mit Leuten in unserem Alltag. So, das wär's. Und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Videoclip. Ich hoffe, dass es für euch eine Ermutigung war, weiterzugehen im Glauben. Und die Jesus noch nicht kennen, dass ihr den Mut finden, ihn zu lernen kennen. Ist Fakt. Merci fürs Zuschauen.